Moin, herzlich willkommen bei Paid Motion. Mein Name ist Paul. Heute geht es wieder los auf eine Fahrradtour. Vor 2 Jahren bin ich ja mit dem Fahrrad von Ilmenau zum südlichsten Punkt Europas gefahren, nach Tarifa. Das Video könnt ihr in der Videobeschreibung finden. Letztes Jahr bin ich dann von Ilmenau nach Dessau gefahren. Das ist das Video, was ihr letzte Woche gesehen habt. Und jetzt fahre ich zusammen mit meinem Vater von Dessau an das Nordkap, dem nördlichsten Punkt Europas. Auf diese Reise wollte ich euch natürlich wieder mitnehmen, um euch die Eindrücke zu zeigen von Deutschland, Dänemark, Schweden und Norwegen. Und tatsächlich das erste Stück von Dessau nach Helsingborg ist tatsächlich auch, das sind wir schon mal gefahren. Das ist das allererste Video auf unserem Kanal, wo wir nach Helsingborg gefahren sind als Parcours-Truppe zum Airwhip Summer Jam. Diesmal geht es ein bisschen weiter mit dem Fahrrad, aber es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ihr seht, das Fahrrad ist leer, das müssen wir erstmal noch packen. So, jetzt ist das Fahrrad bepackt und eigentlich soll es heute losgehen, aber dummerweise verschiebt sich die ganze Sache nochmal um 2 Wochen. Aber das sollte kein Problem sein, denn ich kann die Sachen ja einfach zusammenschneiden. Und wir sind jetzt losgefahren auf dem Weg zur Fähre Aachen und heute geht es nach Magdeburg. Wir haben heute tatsächlich erstmal saftigen Gegenwind, aber dadurch, dass es bis Magdeburg nicht so weit ist, sollte das kein Problem sein. So, wir sind jetzt auf der Zielanfahrt zu Magdeburg. Der Wind heute war wirklich ordentlich. Hat uns schon mal gezeigt, was auf uns wartet dann an der norwegischen Küste. Über den Deich sehen wir tatsächlich auch schon die Turmspitzen vom Magdeburger Dom. Tag 2. Heute geht es eigentlich bloß Richtung Norden in die Altmark. Wir sind jetzt mitten in der Altmark, fahren auf einer schönen Dorfstraße hier lang. Und heute gab es so 85 Kilometer, aber der Wind war wirklich arg. Der war wirklich arg heute. Heute Nacht kommen wir bei Verwandten unter, in der Nähe von Klötze. Morgen geht es einfach nur weiter Richtung Norden.
Warte bitte für eine Spezialübung. Moin, wir haben Tag 5 und heute wird es regnerisch. So, jetzt haben wir den ersten Platten der Tour. Natürlich an dem Tag, wo es am meisten regnet. So, der Regen hat zwar jetzt aufgehört, aber wir haben dummerweise das Problem, dass der Platten anscheinend doch nicht so richtig repariert wurde jetzt. Irgendwie fehlt immer noch Luft oder die Luft geht immer wieder runter, deshalb machen wir jetzt einen bisschen längeren Stopp einfach, um das zu reparieren und irgendwie in den Griff zu bekommen. Dummerweise sind wir noch nicht mal auf Fehmarn und eigentlich wollten wir jetzt schon auf der Fähre sein. Aber naja, was soll man machen? Das kann man doch nicht machen, das bringt doch gar nichts ein. Das hat doch keine Zukunft, lass es lieber sein. Erst noch einmal gucken und dann mal weitersehen. Geht uns am Arsch vorbei, wir machen trotzdem. Egal wo es noch brennt, wer auf der Brücke steht. Geht uns am Arsch vorbei, wir machen trotzdem. Geht uns am Arsch vorbei, wir machen trotzdem. War deutlich später als erhofft, aber wir sind jetzt endlich in Dänemark. Das heißt, das erste Land mit Deutschland haben wir hinter uns gelassen. Und jetzt geht's durch Dänemark. Wahrscheinlich in so 3-4 Tagen. Mal gucken. Je nachdem wie es läuft. Wenn es so läuft wie heute Vormittag, wahrscheinlich länger. Aber fingers crossed, dass es besser läuft. Und wir haben jetzt gerade noch schönen Rückenwind. Und das wollen wir ausnutzen, soweit es heute noch geht. Ja, wir sind jetzt bei Vordingborg angekommen, haben hier tatsächlich einen halbwegs vernünftigen Spot auf dem Campingplatz gefunden, der windstill ist, denn der Wind, der geht richtig ab. Der geht richtig ab. Es ist angesagt Windgeschwindigkeiten bis zu 70 km/h und der Campingplatz ist offen zum Meer hin und der Wind kommt vom Meer, das heißt, er hat auch ordentlich Wumms. Deshalb ist die Ecke hier hinterm Baum eigentlich ganz nice. Es war geisteskrank windig. Geisteskrank windig. Aber mal gucken, wie es heute ausschaut. Windig. Ende von Tag 6 und wir haben den ersten großen Meilenstein erreicht, und zwar Kopenhagen. Morgen macht man einen Rest Day, bisschen ausruhen, Beine entspannen
bevor es dann weitergeht, durch Schweden durch Richtung Oslo. Don't worry, be happy, mein Digga. Da ist Crowd überall. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber hier ist ein ziemlich übler Riss drin, deshalb müssen wir jetzt die Reifen wechseln. Bei meinem Dad ist das auch so. So, der neue Reifen ist drauf. Nochmal Luft, bei meinem Papa auch. Und hoffentlich war es das jetzt mit der Tour, mit Reparaturkrams. Wir haben auch schon wieder gut Zeit gelassen, aber naja, besser jetzt in Kopenhagen, wo wir es gut reparieren können, als dann irgendwo im Wald. Schweden. So, wir sind in Schweden angekommen. Mit der Fähre von Helsingør in Dänemark rüber nach Helsingborg in Schweden. Und jetzt geht es noch ein bisschen übers Land, die Küste nach Norden, so weit wie wir kommen, wie wir Lust haben. Mein Knie macht ein bisschen Faxen, deshalb müssen wir mal schauen, wie weit das auch geht. Die Lage ist irgendwie schwierig gerade. Mein Knie hat deutlich mehr Faxen gemacht. Es tut wirklich weh. Wirklich jeder Tritt in die Pedale tut halt echt weh. Wir sind jetzt bei Ängelholm, haben uns 30 Kilometer von Helsingør noch vorgearbeitet, aber es ging nicht weiter. Wir wollten eigentlich bis Richtung Båstad, nochmal 30 Kilometer weiter, aber es ging nicht. Es tut zu sehr weh. Und jetzt müssen wir schauen, was es ist. Und es ist auch nicht so dieser Knieschmerz, wie ich ihn auch von der Spanien-Tour kenne, wo es einfach so klar war, yo, ich bin viel gefahren und es tut weh. Sondern es fühlt sich an wie eine Verletzung. Aber ich hoffe, es wird noch gut und wir müssen nicht abbrechen, weil darauf hätte ich gar keinen Bock. Ja, wie ihr seht, die Wand hinter mir ist genau noch die gleiche. Wir haben heute nochmal einen Rest Day gemacht, weil es dem Knie echt nicht gut ging. Jetzt ist so die Stimmung okay, wenn wir so wirklich langsam anfahren. Ist vielleicht die Chance da, dass es dem Knie besser geht und dass wir vielleicht noch weiterfahren können. Das heißt, für morgen haben wir eine Tour wirklich 25, 30 Kilometer, das ist echt nicht weit. Aber einfach zu schauen, wie es mit dem Knie geht und in der Hoffnung, dass man dann einfach wieder langsam hochstaffeln kann, die Entfernung wieder nach oben zu bringen, um dann voranzukommen. Also wir haben dadurch 2 Tage schon wieder verloren, aber im Endeffekt ist es das Beste, was wir jetzt machen können, ohne abzubrechen. Wenn es so weh tut, dass ich gefühlt bei jedem Pedaltritt dann wirklich ernsthaft Schmerzen habe, dann gibt es auch irgendwo einen Punkt, wo es nicht Sinn macht, vor allem dann nicht 3000 Kilometer zu fahren. Für morgen und wahrscheinlich für die nächsten Tage gibt es erstmal die gute alte Ibuprofen-Taktik. Aber das kann es ja auch nicht sein. Von daher sehen wir uns morgen bei 25 Kilometern und einem Update, wie es dann im Knie geht. Der Schmuck geht weiter. Jetzt ist die Zeltstange abgekackt. Und jetzt sieht das Zelt so aus. Und ich frage mich, warum es nicht einfach mal klappen kann. Hält das mal. Fazit vom Testtag mit dem Knie. Es ist händelbar. Also perfekt ist es nicht.
keinenfalls. Kann damit irgendwie umgehen mit dem Schmerz und allem. Deshalb habe ich ein bisschen Hoffnung, dass es weitergehen kann. Natürlich jetzt doof, dass wir eine neue Macke drin haben. Da sieht man eine neue Macke. Wir haben das jetzt mit dem Stock ausgebessert, weil einfach die Stange uns hops gegangen ist. Irgendwie ist ein bisschen der Wurm drin. Ist echt ein bisschen nervig, aber es geht erstmal weiter. Langsam, aber solange es erstmal weitergeht, ist gut. Von daher sehen wir uns morgen. So, wir haben es geschafft. Neues Zelt gekauft, weil das alte war scheiße. Es hat straight up durchgetropft. Erster Regen im Zelt, es hat durchgetropft. 60 Kilometer heute gefahren, ist nicht viel, aber das Doppelte von gestern. Und es fühlt sich auf jeden Fall okay an mit dem Knie. Es geht voran und ich kriege auch langsam wieder Hoffnung. Aber erstmal Zelt aufbauen. Da ganz so Spaß, wie das immer ist war. So, wir sind gerade auf dem Weg aus Göteborg raus. Es ist Tag 14, also genau 2 Wochen, seit wir losgefahren sind. Aber jetzt sind wir auf einem schönen, geraden Radweg. Naja, der geht direkt neben der Autobahn lang, neben der E6. Aber es ist ein Radweg, der jetzt erstmal schön gerade rausgeht und irgendwann geht es dann später auf Landstraßen. So, bis Göteborg war es halbwegs flach, aber jetzt fängt langsam an zu hügeln. Ist natürlich ein bisschen anstrengender, aber ehrlich, macht doch ein bisschen Spaß. So, wir haben gerade in Stenungsund Pause gemacht, Mittag gegessen. 50 Kilometer haben wir schon weg und jetzt geht's schön die Küste lang Richtung Norden einfach nur. So, wir sind an unserem Campingspot angekommen. Schon sehr idyllisch. Davor ist noch so ein Obstgarten. Gerade Mittagspause fertig und man muss sagen, heute ist das Wetter recht schwedisch, skandinavisch. Grau, bisschen feucht, es regnet nicht krass, eigentlich regnet es nicht so wirklich, nur ein bisschen Niesel ab und an. Also sehr händelbar, aber kühler, grauer Wind. Naja, wir machen das Beste draus. So, hier ist die Grenze zu Norwegen. Und damit sind wir offiziell im letzten Land der Tour. Das heißt noch lange nicht, dass die Tour vorbei ist. Der Hauptteil kommt erst noch. War heute auf jeden Fall eine harte Etappe. 110 Kilometer, aber vor allem die Hügel und der Wind waren hart gemacht. Zum Abschluss dann nochmal schön auf dem Burgberg Zelt aufgebaut. Das ist hier wirklich auf der Festung drauf. Eigentlich ganz idyllisch. Wir haben uns jetzt im Endeffekt erstmal alles aufgebaut, geduscht und jetzt gibt es gleich Essen. Und dann geht es weiter durch Norwegen. Wir haben die Route geändert tatsächlich. Wir fahren nicht mehr über Oslo, weil das tatsächlich länger ist, sondern wir fahren komplett den nationalen Radweg 9 entlang. Der geht ziemlich nah an der Grenze zu Schweden. Mal gucken, was uns da erwartet. Ich habe auf jeden Fall Bock
morgen geht es dann schon so richtig an die Grenze in den Wald. So, wir haben jetzt ein neues Problem. Wir sind am Campingplatz und das Fahrrad ist umgefallen und der Bremsgriff ist abgebrochen. Grundsätzlich ging es voran und jetzt sowas. Und das ist so ein Mist und das ist auch nicht so trivial zu reparieren, weil natürlich ist es prompt die Hydraulikbremse. So ein Stress. Das heißt, entweder finden wir irgendeine Art, den Griff zu ersetzen oder zu fixen, oder die komplette Bremsanlage muss ausgewechselt werden. Für solche großen Operationen haben wir dann natürlich auch nicht das Werkzeug mit. Das ist wirklich ein Riesenmist jetzt. Das geht mir so auf den Sack. Aber nochmal die Zusammenfassung. Im Endeffekt ist das Fahrrad vom Wind umgestoßen worden und direkt auf den Bremsgriff gefallen und der Bremsgriff ist abgebrochen. Wir versuchen jetzt entweder in der nächsten Stadt, die in so 3 Kilometern liegt, morgen, unser Fahrrad reparieren zu können. Sonst muss ich eine Tagesetappe 100 Kilometer mit einer nicht halb funktionierenden Bremse nur fahren. Die Vorderradbremse geht zum Glück. Aber dann in Elverum, das ist dort, wo wir am nächsten Tag oder wo wir morgen hoffentlich ankommen. Dann ist dort ein Fahrradladen, wo wir hoffentlich die Sachen rankriegen, um es zu reparieren. Das ist unsere Hoffnung halt jetzt. Aber neben all den Dingen, die manchmal blöd laufen, muss man schon sagen, schön ist es hier. Man hat einen See, man hat Berge, man hat Wald. Ich meine, darum machen wir es auch. Und genau das ist ja auch das Schöne an der Sache. So, nun die ganze Bremsanlage ist neu. Und zwar eine mechanische über einen Baumzug und nicht eine hydraulische. Und das ist jetzt neu und das sitzt jetzt hoffentlich auch. Man macht keine weiteren Faxen mehr. An der Stelle danke an Larsen Sports. Nice. Heute haben wir ein bisschen Bergetappe. Ich für heute den Großteil der Höhenmeter schon gemacht. Auf jeden Fall sehr spannend. Wir hatten hier gerade noch Asphalt und die Straße wird einfach von Asphaltstraße zur Schotterpiste. Ich weiß nicht wie lang. Der nächste Ort, wo auf jeden Fall eine größere Straße sein sollte, ist in so 15 Kilometern. Hoffentlich ist es nicht bis dahin so, weil das ist ein bisschen nervig. Endlich ist die Straße wieder asphaltiert. Deutlich angenehmer als der Split. Jo, guten Morgen. Eine Sache muss ich echt sagen, wir sind zwar im Norden, aber wir sind noch nicht so weit im Norden. Und dafür, dass es Juli ist es echt lausig kalt schon. Gestern war es den ganzen Tag 12, 13 Grad, heute sind es 9 Grad, super nervig. Aber naja, was soll's. Weiter im Norden wird es auch nur nicht wärmer, also können wir uns damit jetzt schon abfinden eigentlich. Wir wollen innerhalb der nächsten 2 Tage es nach Trondheim schaffen, das sind 230 Kilometer. Das heißt, heute und morgen muss dann auch mal ein bisschen geballert werden.
Ich glaube, heute haben wir 120 geplant. So, wir sind in Trondheim. Hälfte der Strecke ist ungefähr geschafft und wir machen heute nochmal einen Rest Day, entspannen den Bein ein bisschen, bevor es dann weitergeht Richtung Norden. Take off the fufu, take off the cloud chase, take off the Wi-Fi, take off the money phone, take off the car loan, take off the flex and the white loss, take off the weird ass jewelry, I'ma take 10 steps, then I'm taking off top off, take off the fabricated streams and the microwave names. Ja, und damit herzlich willkommen zu Tag 24 nach dem Pausetag. Heute geht's weiter Richtung Norden. Nächstes größeres Ziel ist Bodø. Wir sind jetzt 30 Kilometer lang die Küste und jetzt geht es eben über den Hügel hoch, um dann weiterzukommen. Aber eine Sache muss man sagen, klar, die Aussicht aufs Meer vom Hügel runter ist der Wahnsinn. Dazu natürlich auch das Wetter, was heute endlich richtig mitspielt. Die letzte Woche war es ja eher so semi, beziehungsweise nicht schön, aber heute echt top. Und hoffentlich hält sich das noch ein paar Tage so, das wäre sehr, sehr angenehm. Am Campingplatz angekommen und jetzt müssen wir nur noch das Zelt aufbauen. Neuer Tag. Zelt ist schon eingepackt und alles. Beziehungsweise abgebaut und trocknet noch. Aber es geht gleich wieder aufs Rad. Erstmal noch im Supermarkt was einkaufen. Und dann weiter die Straße entlang nach Norden. Keine Fähre heute. Ich weiß nicht, ob es heute das Wetter ist. Aber irgendwie bin ich übermüde. So eine Trägigkeit. Bei meinem Vater auch. Und die ganzen Hügel, die wir noch mitnehmen müssen, die helfen nicht wirklich dabei. Und ein paar müssen wir leider noch mitnehmen. One minute scar. 60 seconds make a minute. 60 minutes make an hour. 24 hours make a day. I never have a limit, oh yeah. 2 minutes scar. So, wir sind angekommen. Wir sind gerade noch am Zelt aufbauen. War heute tatsächlich eine ziemliche Knüppeltour. Obwohl es gar nicht mal so weit war, aber irgendwie war es mega schwül. Aber naja, wir haben es jetzt geschafft. Bauen Zelt auf und man muss schon sagen, das kann sich hier sehen lassen. Da ist ein schöner Berg. Auf der anderen Seite vom Fjord geht es richtig schön hoch. Aber hübsch ist es hier. Es geht wie immer weiter nach Norden. Wir fahren jetzt mehr den Küstenstreifen lang, entlang des Europa-Radwegs 1 bzw. auch des norwegischen Nationalradwegs 1. Dem folgen wir seit Trondheim schon, an Fjorden entlang, manchmal über Fjorde drüber. Deshalb gibt es auch einige Fähren auf dem Weg. Aber es ist auch alles ziemlich bergig und hügelig. Estás escuchando a este humilde servidor. Finge que me conocieras, que no es una
noche más. Vendedora de caricias, ayúdame a olvidarla, que esta noche estoy muy solo, hoy no quiero. So, neuer Tag startet mit bergauf. Auf jeden Fall ein gutes Warm-up. Aber ich meine, okay, das wird jetzt noch ein bisschen bergauf, bergab gehen. Zweite Hälfte der heutigen Tagesetappe soll es halbwegs flach werden. Und eine kleinere Hügel. Und das ist auf jeden Fall schon mein Lichtblick. Und das heutige Ziel ist Rennesund. Finge que me quieres mucho, que conmigo eres feliz. Vamos, mami, finge que soñamos juntos con estrellas sobre el mar. Also wir haben die eine Fähre um ziemlich genau 2 Minuten verpasst, aber zum Glück gehen die jetzt im Sommer alle halbe Stunde und nicht nur jede Stunde, wie ich dachte. Das Wetter ist ziemlich wild, es ist halt sehr, sehr neblig und bewölkt. So. Man sieht es, glaube ich, so ein bisschen. Es ist ja wirklich ein richtig putziger Campingplatz hier. Aber von jetzt auf gleich ist es aus mit dem Sonnenschein und die Wolke zieht durch und alles ist kalt und nass. Brrr. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind diesen Morgen schon wieder oder immer noch ziemlich in der Wolke, aber auch schon fleißig Frühstück machen. Wir wollen halt relativ zeitig los, also vergleichsweise zu dem, wie wir vorher los sind. Aber das liegt einfach an den Fährzeiten, weil wir wollen 3 Fähren nehmen, die alle bestimmte Fährzeiten haben und mit der Distanz dazwischen passt es einfach am besten, wenn wir jetzt die Fähre früher nehmen. Und dann gibt es jetzt einfach fix Frühstück. Es wird 8 Kilometer geradelt und dann wird die erste Fähre genommen. Ja, damit sind wir auf der Fähre 2 des Tages. Ist ziemlich gut gelaufen, weil es waren so 18 Kilometer und wir hatten 50 Minuten, was nicht besonders viel Zeit ist. Und sonst hätte man eine Stunde warten müssen, aber wir haben es eben genau geschafft und dadurch eben eine Stunde gespart. Und die Fähre braucht jetzt tatsächlich ein ganzes Stück, die braucht 45 Minuten, das heißt, jetzt haben wir auch richtig Zeit, um uns nochmal auszuruhen. Und danach geht es nochmal 70 Kilometer weiter. Wir haben es auf die 3. Fähre geschafft. Alter, wir sind richtig geheizt, weil sonst hätte man eine Stunde warten müssen. Und an dem Ort, wo die Fähre auch ankommt, ist auch direkt der Campingplatz. Mega fertig, aber ich meine, wir kommen an und wir kommen auch vergleichsweise gut dafür an. Und deshalb sind wir happy. Und jetzt geht's einfach 300 Höhenmeter gerade den Berg hoch. Und hier sind die Schafe. Die Stimmung in so einem Tunnel ist immer mega krass. Der geht jetzt hier lang für über 2,5 Kilometer. Und wenn kein Auto drin ist, dann hört man bloß das Echo der Räder. Und wenn ein Auto kommt, dann hört sich das so an. Man hat einfach so ein diffuses Rauschen und das wird lauter und lauter und lauter, bis es dann vorbeirauscht. Und weil es an den Wänden so hallt, sind die Fahrgeräusche von den Autos unfassbar laut. Und kalt ist es hier drinnen auch.
Schönes Beispiel hier von einem guten Tunnel, aber die Luft wird hier eben durchgeschoben, dass die Abgase nicht im Tunnel stehen. Da steht Fahrradfahrer im Tunnel, drück oder push. Wir haben es gedrückt. Es ist halt Tag. Wahrscheinlich ist es nachts besser, aber die blinkt. Wir sind jetzt wieder auf einer Fähre, die geht nach Jektvik und wir passieren gleich den Polarkreis, was ziemlich cool ist. Sehr geil. Wir haben es über den Polarkreis drüber geschafft. Das kann man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist schon ziemlich geil. Let's go! Wir haben einen neuen Tag. Es ist tatsächlich recht früh, 8:30 Uhr oder so. Es ist nämlich Sonntag und da fahren die Fähren halt wie auch in Deutschland die Busse am Sonntag fahren. Wenig. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben es heute den 31. Juli. Das heißt, wir sind seit einem Monat unterwegs jetzt. Wir sind ja am 1. losgefahren. Heute geht es nach Bodø. Und eins kann ich sagen, heute wird die Strecke schon ein bisschen ehrenlos. Denn wir haben eine ganze Menge Tunnel. So wie hier gerade der Sørvikskar-Tunnelen. 3 Kilometer lang. Bergauf geht es natürlich auch. Und heute mehr als 1700 Meter insgesamt. Hügel rauf, Hügel runter. Und dazu wird es heute schlichtweg weit. Aber dafür sind heute Wetter und Aussicht phänomenal. Und der Haferkeks darf natürlich auch nicht fehlen. Es ist ein Gezeitenstrom. Bis zu 40 km/h schnell zischt das Wasser hier durch. Ist auch der größte Gezeitenstrom der Welt tatsächlich. Wir sind jetzt hier im Hafen von Bodø auf der Fähre, die nach Moskenes geht, zu den Lofoten. Die fährt jetzt tatsächlich recht lange. Wir haben das so ein bisschen eingeplant, dass der Tag heute sowieso mehr so ein Rest-Day ist. Aber weil es keinen Sinn macht, an einem Fahrtag dann auch nur die Hälfte des Tages in der Fähre zu sitzen, fahren wir jetzt schon rüber zu den Lofoten und machen dort so ein bisschen, irgendwie 30 Kilometer, nicht weit. Und jetzt geht es erstmal mit der Fähre. 3,5 Stunden übers Meer. 4,5 Stunden. Irgendwie so.
I say jag kallar dig för älskade, kallar dig för sweet baby girl. Kallar dig för nu du icke har blivit kallt för jag säger älskade. Kallar dig för sweet baby girl, kallar dig för dronning Mrs. Rock my world. Jag säger älskade, kallar dig för sweet baby girl, kallar dig för nu du icke har blivit. Und damit sind wir in den Lofoten oder auf den Lofoten, das ist ja eine Inselgruppe. Und hier fahren wir jetzt nördlich lang bis ans Ende und dann nehmen dann die Fähre wieder rüber auf mehr oder weniger das norwegische Festland. Jag digger att ha dig in i livet mitt. Jag digger det hvordan du visker ting in i örat mitt. Jag digger det hvordan du lar dem göra sitt och du gör ditt. För du vet du är på toppen, nej du är inte genomsnitt. Har aldrig följt något lignande av något annat i livet mitt. Och sedan jag var liten prövde att finna smilet ditt. För smilet ditt den bringar lycklighet till livet mitt. Det är därför jag gitt dig kallar namnet som jag gitt. Jag säger jag kallar dig för älskade. War schon ziemlich shit. Aber was soll man machen, wenn man ewig nicht trainiert und die Beine vom Radfahren müde sind? Das ist ja peinlich, mein Gott. Ist das kalt? Tag 2 in Lofoten. Landschaftlich wirklich sehr, sehr schön hier. Die Straße ist bloß ein bisschen unangenehm gerade, weil es ist einfach noch die Hauptstraße und wir sind noch im Süden, das heißt sehr viele Autos, sehr viele Caravans, die auch sehr breit sind. Vor allem auch sehr viele Touristen, die einfach fahren und nicht wirklich Acht geben, was sehr schade ist. Aber landschaftlich ein Träumchen. Du vet hvordan det ligger an vet du vel. Og i hun det hun trenger at jeg krysser sjøen, havdal og fjell. Hun behandler meg som jeg kongen og jeg hun dronningen. Like søt som bien når dem lager ordningen. Kan du finne noen andre som hun bare glem. Hun er original kopi, det er hun som setter trend. Har alltid vært venninna meg og jeg har vært en venn. Jeg gitt hun litt navn, bare sånn er det jeg nevnt. Jeg sier jeg kaller deg for elskede, kaller deg for sweet baby girl. Kaller deg for noe du ikke har blitt kalt før, jeg sier elskede. Kaller deg for sweet baby girl. Kaller deg for dronning Mrs. Rock. Wir sind gerade eben angekommen. Heute war auf jeden Fall ein Ritt. 120 Kilometer, also ziemlich weit auch. Bisschen hügelig, das war aber nicht das Problem. Der Verkehr war heute echt lästig. Es ging die E10 lang, was so die Hauptstraße hier in Lofoten ist. Und leider waren die Leute nicht sehr rücksichtsvoll. Sonst in Norwegen sind die Leute rücksichtsvoll gefahren. Hier nicht so wirklich, sehr lästig. Aber ich weiß nicht, ob das hier Touristen sind, die einfach bloß stressig fahren oder Einheimische, die von Touristen gestresst sind, aber die waren so super am Drängeln, was sehr, sehr nervig war, sind super dicht einfach an uns vorbeigefahren, sehr unangenehm und auch an so Stellen, die einfach nicht einsichtig waren, so man hat eine Tunneleinfahrt, man hat enge Kurven, man hat Hügelkuppen, wo man nicht einsehen kann und die sind da einfach übelst eng vorbei. Der Sonnenschein, den wir heute hatten, der ist jetzt leicht flüssig geworden, aber nicht schlimm. Und jetzt bauen wir erstmal die Zeit auf und essen was. Ich bin ganz schön fertig. Eieiei. Und eine Sache, die ich fast vergessen hätte. Wir haben halt einfach einen Seeadler gesehen. Sogar recht nah dran. Wirklich schönes Tier, aber leider konnte man nicht anhalten, um den zu fotografieren oder zu filmen, weil es war wirklich direkt an der Hauptstraße, an der Leitplanke. Das war kein Spot, um anzuhalten. Da ärgere ich mich echt, aber naja, was soll man machen? Einen wunderschönen guten Morgen. Es hört sich so super windig an. Oha, es ist ziemlich windig. Ich glaube, wir haben gute Chancen, dass der Wind von Süden kommt. Und wir gehen nach Norden, von daher. Hoffentlich Rückenwind. Wir sind angekommen. Heute nur so 85 Kilometer gefahren, also nicht unbedingt sehr weit. Aber nach den 120 gestern war das auf jeden Fall ganz vernünftig, nicht so ultra weit zu fahren. Morgen geht es aber 110 Kilometer. Und ja, bin mal gespannt, wie das wird. Wetter ist gut angesagt.
Dafür, dass wir so weit nördlich sind, das Wetter ist der Hammer. Es ist wirklich so gut wie komplett blauer Himmel, ein paar einzelne Wolken und wir haben einen saftigen Rückenwind. Es ist gerade sehr angenehm, gerade weil wir heute recht weit fahren wollen. Es geht gerade richtig gut fahren. Die Luft ist zwar ziemlich kalt, aber dadurch, dass die Sonne gerade so angenehm scheint, ist es wirklich cool gerade. Da hinten ist ein ziemlich übles Wetter, so wie es ausschaut. Und man sieht auch, wie Regen runterkommt. Der Wind weht es tatsächlich halbwegs in unsere Richtung. Wir haben einen Rückenwind. Ja, hoffentlich fliegt es dann doch etwas an uns vorbei, weil da will ich nicht unbedingt reingeraten. Dem Schild nach zu urteilen, ist die Plattform, die sie hier bauen, ein Spaceport. Die bauen hier einen Spaceport hin. Ah, ist recht klein. Hier! Hier! Schaut euch mal die Natur an und alles. Und hier bauen die einen Spaceport hin. So, und das Sturmgebiet, bei dem wir weggefahren sind, ist da ganz hinten. Und da hängen die Wolken im Berg. Glück gehabt. So, wir sind gerade auf die Fähre noch gekommen, die von Andenes nach Senja geht. Das war eigentlich gar nicht mal unser Plan, aber den Campingspot, den wir gesehen haben, der war jetzt so uneinladend, dass wir doch noch uns entschieden haben, zur Fähre zu sprinten. Und zum Glück hatte die ein bisschen Verspätung, also sind wir drauf gekommen. Also geht es heute ein bisschen weiter als geplant. Damit geht ein weiterer Tag zu Ende. Heute 110 Kilometer. Ziemlich genial, ziemlich geil. Und wir haben sogar die Fähre noch bekommen nach Senja. Das ist die zweitgrößte Insel Norwegens. Und tatsächlich ist der Plan, morgen wirklich durchzuballern. 150 Kilometer, ein bisschen weniger wahrscheinlich, weil wir noch eine Fähre zwischendrin haben. Aber dazu auch noch 1700 Höhenmeter insgesamt. Das ist ein ordentlicher Klopper, das ist wirklich dick. Aber es macht halt nicht so richtig Sinn, 2 70 Kilometer Touren zu machen oder so. Deshalb haben wir beschlossen, wir machen einfach eine dicke Tour, dafür einen Pausetag in Tromsø. Und das wird es auch tun. Aber mal schauen, wie es morgen geht. Da sieht man die Sonne. Da hängt wirklich richtig schön die Wolke im Berg. Sehr, 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 sehr entspannt hier. Sehr, sehr entspannt. Und jetzt geht es auch entspannt 300 Meter nach oben. Es ist der Fahrradweg. Naja. Oh, es geht weiter. 40 Kilometer und 600 Höhenmeter haben wir gemacht. Wir hatten gerade eine längere Mittagspause in diesem Supermarkt, Joker. Das nenne ich mal reduzierte Beleuchtung. Ach, da kann man, es sieht viel heller aus, als es eigentlich ist. Und kein Auto ist hier drin, momentan jedenfalls. Das ist sehr angenehm. Wir sind auf der Fähre. Die nächsten 40 Kilometer sind geschafft. Wir sind jetzt insgesamt bei 80. Und wir machen jetzt wieder Pause auf der Fähre. Nutzen die Fährzeit, um ordentlich uns auszuruhen. Und danach geht es nochmal 55 Kilometer und 570 Höhenmeter. Das wird auf jeden Fall das harte Drittel. Bis jetzt war ja noch wie eine normale Tagesetappe. Aber was jetzt kommt, was danach kommt, das wird dann wirklich ein bisschen ehrenlos. Aber wir haben Bock. På mine beine til jeg triner, og jeg fatter sing, jeg holder hodet kaldt, holder hodet kaldt. Siden dem
dem er vanskelig situasjonen, den er vant til, men jeg holder hodet kaldt, holder hodet kaldt. Står opp på mine beine til jeg trinner og jeg falt nå. Vær forsiktig, det er mange som gir råd. Tenk deg om å finne veien du vil gå. Helt opp til deg å få det du vil oppnå. Stol på deg selv og den som... Wir sind jetzt den einen Fjord bis zum Ende durchgefahren. Und jetzt geht's nochmal über die Insel drüber, über den Bergsattel. Den haben wir denn da? Tiden dem er vanskelig situasjonen, den er vant til, men jeg holder hodet kaldt, holder hodet kaldt. Står opp på mine beine til jeg trinner og jeg falt av sing, jeg holder hodet kaldt, holder hodet kaldt. Wir haben es fast geschafft. Wir sind auf Tromsø. Das ist die Insel, auf der Tromsø liegt. Aber dadurch, dass die den Autotunnel nicht für Radfahrer freigegeben haben, mussten wir jetzt nochmal über die Insel drüber fahren. Das heißt schön zum Schluss nochmal 100 Höhenmeter. Und der letzte Anstieg war jetzt der saftigste von allen. Und morgen gibt es einen Rest-Day. Was wir da so alles erleben, das seht ihr jetzt. Står opp på mine beine til jeg trinner og jeg falt av sing, jeg holder hodet kaldt, holder hodet kaldt. Tiden dem er vanskelig situasjonen, den er vant til, men jeg holder hodet kaldt, holder hodet kaldt. Står opp på mine beine til jeg trinner og jeg falt nå. Es geht weiter. Wir sind jetzt aus Tromsø raus, schon ein paar Kilometer. Jetzt fahren wir die letzte große Etappe sozusagen. 550 Kilometer bis zum Nordkap. Eingeplant dafür 5,5 Tage. Es geht zwischendrin noch mal ordentlich rauf und runter. Heute zum Glück nicht. Heute haben wir dafür aber 2 Fähren, die wir bekommen müssen. Das heißt, die ersten 50 Kilometer heute müssen wir auch gut ballern jetzt, damit wir die Fähre nicht verpassen. Grundsätzlich ganz happy, dass wir es soweit geschafft haben. Wir sind recht kurz vorm Ziel, aber ich will noch nicht zu euphorisch sein, weil wer sich erinnern kann, in Spanien waren die letzten 2-3 Tage durch die Autobahn und den Bums noch mal richtig shit. Deshalb ein bisschen weniger euphorisch an die Sache rangehen. Fähre ist geschafft. Ziemlich geil, auch 50 Kilometer in ziemlich genau 2,5 Stunden. Das ist eine ziemlich gute Zeit. Aber es ist auch kalt jetzt. Es ist kalt. Und das ist damit auch die letzte Fähre auf der Tour. Mehr Fähren gibt es nicht. Alles andere wird über Tunnel überbrückt, aber so viel schlimme Fjorde gibt es nicht. Guten Morgen. Das Wetter ist sehr geil. Es sollen bis zu 26 Grad werden. Das wird nice, deutlich angenehmer als gestern. Das hier ist der erste Tunnel und der ist gesperrt. Macht für uns tatsächlich keinen Unterschied, weil wir hätten hier eh nicht reinfahren dürfen. Aber das heißt natürlich, dass die ganzen Autos dieselbe Umleitung fahren wie wir, was natürlich den Verkehr nicht unbedingt besser macht. Aber naja, das Ganze haben wir heute 3-mal. Wieder insgesamt 1400 Höhenmeter. Es geht ja einfach immer weiter bergauf. Der zieht sich irgendwie. Aber ich sehe da hinten schon, es sieht aus, als wäre der Sattel. Aber das heißt, jetzt kommt der Gegenwind über den Berg rüber.
Da hinten geht es nur noch mal rüber. Schöner Aufstieg. Ich weiß nicht, was das ist, aber heute schlauchen die Aufstiege irgendwie anders. Es ist auch einfach heiß heute. Also wir sind hier deutlich über dem Polarkreis und es sind auf jeden Fall über 25 Grad. Und wenn die Luft einfach steht und kein Wind ist, naja, da weiß man hat was gemacht. Gerade angekommen, recht spät heute tatsächlich, schon irgendwie nach 7, halb 8 ist es schon. Heute waren es nur 100 Kilometer, aber wir sind recht spät los. Und wirklich, die Sonne war richtig geil. Sie ist immer noch richtig geil. Auch ordentlich warm. Das ist irgendwie krass, weil hier sind es über 25 Grad. Und im Süden von Norwegen und Dänemark und Schweden ist mega der Sturm. Massive Schäden, alles. Hier stahlblauer Himmel, geiles Wetter. Naja, will ich mich nicht groß drüber beschweren. Ah, schaut euch das mal an. Es ist irgendwie sehr warm heute. Und es war jetzt schon morgens wirklich, wir sind aufgewacht und dachten uns so, wollen wir uns mal nicht über das gute Wetter beschweren. Heute geht es wieder 100 Kilometer. Kein direkter Pass, aber viele, viele Hügel. Gerade eben haben wir die Grenze überschritten von Troms zur Finnmark. Das heißt, wir sind jetzt im letzten Fylke der Reise. Fylke, das sind so die Bundesländer oder Provinzen in Norwegen. Erschreckt euch nicht. Ihr erschreckt euch nicht. Ja. Wieder mal können wir nicht durch diesen Tunnel fahren, weil der für Fahrradfahrer gesperrt ist. Und der ist dann wieder 5 Kilometer Umweg. Aber naja, es scheint auch ziemlich bergauf zu gehen, von daher wahrscheinlich ist es besser so. Wir sind jetzt schön in den Rückenwind reingedreht und die Straße geht mehr oder weniger gerade nach Norden mit dem Wind mit. Das heißt, wir können jetzt richtig durchzischen für ein paar Kilometer. Intelligent, Europa die Muskeln zu der Fassband.
Das war heute ein ganz schöner Klopper. Wir sind ganz schön weit gefahren, 145 Kilometer, 1300 Höhenmeter. Aber ich meine, im Endeffekt haben wir das nur gemacht, weil es uns für morgen in eine ziemlich gute Position bringt. Denn morgen wird planmäßig der letzte Tag. 85 Kilometer sind es noch und ich habe Bock. Heute war ziemlich geil. Die Natur und die Landschaft ist der Wahnsinn, wirklich. Wir haben auch mega viele Rentiere gesehen. Leider ist meine Kamera dann alle gegangen. Ich weiß nicht, alle 10 Minuten sieht man Rentiere, das ist der Wahnsinn. Ja. Und morgen soll es ans Nordkap gehen. Ich freue mich schon, wird geil. Bis morgen früh, komm. So, neuer Tag, alles ist bereit. Wir haben saftigen Rückenwind. Ihr hört es wahrscheinlich auch, der pustet sehr. Ja, es geht jetzt los. Wir stehen jetzt hier vor dem Endboss-Tunnel. Okay, einen Tunnel gibt es noch, aber das ist mehr oder weniger der Endboss. 9% Steigung, abwärts und aufwärts, 7 Kilometer lang, 212 Meter unter Meeresspiegel. Der wird saftig. Das ist wirklich nicht angenehm hier drin. Es ist unfassbar laut, sehr stickig. Und es geht bergauf und arschkalt ist es auch noch. Was ein Dreckstunnel. 30 Kilometer müssen wir noch, aber bis dahin müssen wir noch gut bergauf. Insgesamt 760 Höhenmeter. Im Endeffekt einmal über den Berg. Man kriegt hier nichts geschenkt. Das ist klar. Ey, bergauf mit einem Gegenwind. Es ist so gemein. Aber jetzt sind wir erstmal auf der Hochebene drauf. Je nachdem wie die Kurve fährt, kriegt man wieder Gegenwind. Aber das ist schon saftig. Die Straße, auf der wir hier gerade fahren, die E69, ist tatsächlich die nördlichste an ein internationales Straßennetz angebundene Straße der Welt. Und da geht's nochmal raus. Vorne ist es. Hier ist der Globus, hier ist der offizielle Fotopunkt, wo sich hier alle tummeln, die hier schön mit dem Kreuzfahrtschiff hergefahren sind. Aber der wahre nördlichste Punkt ist diese Insel, oder diese Halbinsel. Und diese Halbinsel erreicht man, wenn man da hinten rüber wandert. Wir waren jetzt zwar am Nordkap, was der Fotopunkt ist, mehr oder weniger. Aber jetzt fahren wir ein Stückchen zurück und biegen dann ein auf den Wanderweg, um wirklich zum geografischen nördlichsten Punkt Europas zu kommen. Wir schauen mal, wie weit wir da mit den Fahrrädern kommen und schlagen da an einem schönen Punkt unser Zelt auf und wandern wirklich bis zur Spitze. Keine halben Sachen. Also ich sage euch ganz ehrlich, das ist ein Terrain, da will man sein Fahrrad eigentlich nicht durchschieben. Ein bisschen Schwund ist immer. Wir haben uns entschieden, hier soll es geschehen. Sieht jetzt noch nicht so nach einem guten Spot aus, wird auf jeden Fall auch eine wilde Nacht. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass es sehr windig wird und jede andere Fläche, die halbwegs flach ist, da sieht man das Wollgras, das heißt, da ist sumpfig. Das Zelt steht, dann gibt es noch eine kleine Wandertour. Wir haben jetzt was gegessen und sind jetzt losgelaufen. Und Rentiere sind ja auch entspannt am Chillen.
Ja, die haben Jungtiere dabei. Aber die sind leider sehr schreckhaft. Hier ist die Grenze zu Norwegen. Ist das kalt? Hier hört Europa wirklich auf. Weiter geht's jetzt nicht rein. Das ist das Nordkap. Und der Sonnenuntergang schaut gigantisch aus. Schneehühner. Und da hinten, genau da steht unser Zelt. Wir haben das Zelt erreicht. Es ist 1:03 Uhr nachts. Ich sag mal so, nach 85 Kilometern Rad und jetzt nochmal der ordentlichen Wanderung bin ich gut fertig. Jetzt direkt ins Bett. Bis morgen. Moin. Ich habe überraschend gut geschlafen. Aber auch nicht gut. Naja. Heutiges Frühstück im Zelteingang, weil es der windgeschützteste Ort ist. Und wir haben hier wunderschön Brot und Käse und sogar Schokimilch und Kaffee. Das ist ja geil. Ja, wir wollen jetzt eigentlich schnell frühstücken und einpacken, weil es ist Regen angesagt. Zelt ist abgebaut. Fahrräder sind bepackt und jetzt geht es durch die Landschaft noch ein bisschen geschoben, halb gefahren, bis es wieder zur Straße geht. I'm in the mood for ska, simply because you're near me. Funny, but when you're near me, I'm in the mood for ska. Heaven is in your eyes, bright like the stars we're under. Oh, is it any wonder? Ja, We're in the mood for ska. wir sind angekommen am Nordkap. Und ich dachte, ich mache wieder so wie ein bisschen beim letzten Mal. Kleines Fazit, 6 Wochen am Stück. Ja, 4,5 Pausetage. Einer in Kopenhagen, einer zwangsläufig in Engeholm wegen des Knies. Trondheim, Bodø, auch wieder so ein halber, weil wir die Fähre genommen haben. Und dann Tromsø. Es war auf jeden Fall wieder eine Megatour. Grundsätzlich muss ich sagen, bin ich natürlich sehr froh, dass wir es geschafft haben. Es war wirklich sehr schön. Tiere, die wir gesehen haben. Leider nicht viele auf der Kamera erwischt, weil sie nur
kurz da waren und dann haben sie sich wieder versteckt oder sind von der Straße gesprungen. Also die Natur wirklich so beeindruckend, die Fjorde und Wälder wirklich, wirklich toll. Und das überwiegende Gefühl ist aber, denke ich, dann doch Dankbarkeit, denn ich weiß das sehr zu schätzen, dieses Privileg zu haben, dass wir ja einerseits terminlich, aber auch finanziell die Möglichkeit haben, solche Touren zu machen. Ich denke, das ist nicht selbstverständlich und darum bin ich auch wirklich sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, sowas zu erleben und sowas durchzuführen. Ich finde, das muss man auch einfach zu schätzen wissen. Auf jeden Fall muss ich Danke sagen. Einerseits an meinen Vater, der sich sehr viel Zeit genommen hat, um das mit mir mitzufahren. Auch an meine Mutter, die uns, sage ich mal, hinter den Kulissen mit gut unterstützt hat. Von der Vorbereitung vor allem immer für uns mitgefiebert und gehofft. Und natürlich an all die Menschen, die uns beglückwünscht haben, beziehungsweise uns, während wir noch auf dem Weg waren, alles Gute gewünscht haben und uns immer die Daumen gedrückt haben. Ich denke, das ist auf jeden Fall wert, da nochmal Dank zu sagen. Ja, aber ich denke, so eine Art Grundstimmung, die rüberkommt, ist natürlich Erleichterung, man ist stolz auf sich, dass man es geschafft hat. Ich bin persönlich auf mich auch schon stolz, weil ich habe jetzt innerhalb einer Zeitspanne von 2 Jahren Europa durchquert. Auf der Strecke Süd-Nord und das sind schon ein bisschen über 7000 Kilometer und da bin ich schon stolz drauf. Ja, und ich muss sagen, man muss es auch sehr bewusst zu schätzen wissen, dass man in diesem Kontinent auf diese Art und Weise auch reisen kann. Das alles mit minimalster bis hin zu gar keiner Grenzkontrolle, ohne Schwierigkeiten, Ländergrenzen zu überschreiten. Und ich finde, wir sollten auch alle ein bisschen daran arbeiten, dass wir uns das erhalten. Wenn euch das Video gefallen hat, ich denke, ein paar schöne Aufnahmen sind mir gelungen, aber wenn euch das Video im Ganzen gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wenn euch das sehr gut gefallen hat oder auch nur ein bisschen und ihr mehr sehen wollt, lasst gerne ein Abo da und schreibt doch gerne einen Kommentar. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr gefallen. Und von daher würde ich mich in ein entspanntes Outro verabschieden. Bis dahin. Manchmal ist das Leben ganz schön leicht. 2 Räder, ein Lenker und das reicht, wenn ich mit meinem Fahrrad fahre. Dann ist die Welt ganz einfach. Die Autos stehen im Stau, ich fahr vorbei. Alle Ampeln grün, die Bahn ist frei, wenn ich mit meinem Fahrrad fahr. Mitten durch die Stadt. Fahrrad fahren, wenn ich mit meinem Fahrrad fahr. Ich trete in die Pedale und brauch keine Motoren. Fahrradfahren, nichts ist so schön wie Fahrradfahren. Für mich das Ideale, der Wind weht um die Ohren. Manchmal läuft im Leben alles glatt. Vorausgesetzt, dass man ein Fahrrad hat, dann fliegen die Gedanken. Und man braucht auch nicht zu tanken. Die Polizei grüßt freundlich guten Tag, weil ich immer alles richtig mach. Solltest du ohne Fahrrad sein, könnte ich dir meins leihen. Fahrrad fahren, nichts ist so schön wie Fahrrad.